In diesem Video wollen wir die Integration von S10-Anwendungen in das Fiori Launchpad demonstrieren. Wir zeigen dazu kurz, wie das Launchpad prinzipiell aufgebaut ist und wie dynamische Kacheln verwendet werden können. Das sind einerseits Links auf Apps, die eingebettet in das Launchpad gestartet werden. Andererseits können dort auch dynamische Informationen angezeigt werden, die mit Hilfe einer ABAP-Methode ermittelt werden. Wir melden uns zunächst als Giulia Marchetti, einer Mitarbeiterin, die im Vertrieb tätig ist, im Launchpad an und erhalten eine Reihe an Kacheln mit aktuellen Informationen zu den von ihr betreuten Kunden, zum Beispiel der nächste Kundentermin, offene Angebote und Aufträge, Umsatzdaten und so weiter. Einige der Daten beziehen sich auf alle zugeordneten Kunden, andere nur auf den Kunden, der als letztes selektiert wurde. Eine Kachel fungiert in der Regel als Link. Dies kann zum Beispiel eine Fiori-App, aber auch eben eine S10-Anwendung sein. Wir können beispielsweise eine Standard-Fiori-App aufrufen, die eine Liste von Kundenaufträgen anbietet. Auf die gleiche Art und Weise können wir aus dem Launchpad S10-Anwendungen öffnen. Wir sehen hier zum Beispiel die Kachel mit Lieferproblemen und wenn wir diese aufrufen, bekommen wir ebenso eine Liste mit Aufträgen angezeigt, bei denen aktuell Lieferprobleme bestehen. Wir können genauso aus S10-Anwendungen wiederum Fiori-Apps oder auch Standardtransaktionen aufrufen und starten, wie in diesem Beispiel die VA23, um Details zum Auftrag in der Transaktion anzuzeigen. Das S10-Framework bietet die Möglichkeit, die Daten für die dynamischen Kacheln regelmäßig über eine ABAP-Methode zu aktualisieren. Am wichtigsten ist hier die sogenannte KPI, Key Performance Indicator oder auch Leistungskennzahl genannt. Diese kann zum Beispiel die Anzahl der offenen Aufträge oder auch den Umsatz der letzten 12 Monate anzeigen. Weitere Informationen sind dynamische Texte, Symbole, farbliche Hervorhebungen oder auch eine Trendanzeige. In diesem Beispiel sehen wir, dass der Umsatz in den letzten 12 Monaten um 27% zugenommen hat. Dies wird verdeutlicht durch einen grünen Pfeil nach oben und eine grün gefärbte KPI. Wir möchten in diesem Video nicht zu sehr auf die technischen Details eingehen. Das Erstellen von Kacheln für S10-Anwendungen erfolgt im Prinzip aber mit SAP-Standardmitteln, wobei jedoch ein Aspekt wesentlich ist. Für die dynamischen Informationen, also KPIs, Texte der Kacheln und so weiter, gibt es genau einen generischen S10-Service. Dieser bekommt als Eingabeparameter den Namen einer ABAP-Methode und liefert dann die Daten in einem bestimmten Format zurück, das vom Fiori Launchpad erwartet wird, um diese auf die Kacheln zu übertragen. Der Vorteil hierbei ist, dass der Service nur einmal angelegt werden und anschließend jeweils nur eine ABAP-Methode implementiert werden muss. Änderungen in der Methode sind dann nach kurzer Zeit für den Benutzer wirksam und sichtbar. Hier sehen wir als Beispiel eine Kachel, die die Anzahl der Aufträge mit Lieferproblemen anzeigt. Die ABAP-Methode nutzt dazu einen CDS-View und gibt die Anzahl der gefundenen Datensätze zurück. Außerdem wird die Zahl rot eingefärbt, falls es mindestens einen Auftrag mit einem Problem gibt. S10-Anwendungen können auch ohne das Launchpad direkt per URL im Browser aufgerufen werden, da diese als Service im ITS, dem SAP Internet Transaction Server, verfügbar gemacht werden. Damit diese jedoch eingebettet im Launchpad laufen, muss diese URL als Link für eine Fiori-Kachel im System angegeben werden. Es können hier auch weitere Parameter angegeben werden, um zum Beispiel direkt einen bestimmten View oder auch Reiter in der Anwendung beim Start aufzurufen.
Abschließend sei noch einmal betont, dass gerade die hohe Performance von S4HANA eine gute Gelegenheit bietet, dem Benutzer umfangreiche aktuelle Auswertungen übersichtlich anzubieten. Durch die Verbindung der Kacheln mit dem S10 Framework kann ein ABAP-Entwickler hier alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die notwendigen Daten schnell aus dem System auszulesen, sei es durch Funktionsbausteine, das Lesen von Tabellen oder auch die Nutzung der hochperformanten CDS-Views. Kurz gesagt, alles, was das moderne objektorientierte ABAP bietet.